Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und heute werden wir Uhrenmarken anordnen, je nachdem wie gut sie mir gefallen, und damit starten wir gleich jetzt. Am Tag der Arbeit könnt ihr am Montag zu Hause relaxen. Was wir natürlich machen werden, ist eine Sonderaktion. Wir werden insgesamt für euch 3 verschiedene Discovery-Sets anbieten. Von Parfums de Mali angefangen über Initio und ein Classic-Set. Das heißt, da drin sind enthalten Xerjoff-Düfte, Orange Flamingo und so weiter. Das Ganze gibt es für einen Tag. Genießt den freien Tag. Ich mache mal weiter für euch hier. Ne? Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch das Video gefällt, denn wir verlosen auch diesmal 3 Düfte. Ist schon lange her. Wenn ihr wissen wollt, was ihr dafür tun müsst, dann bleibt gerne dran. Es geht tatsächlich um Alexandria 2, Naxos und Argento, also es lohnt sich dran zu bleiben. Während eines Livestreams hatten wir das selber mit Rolex-Uhren gemacht. Das kam so gut an, von daher machen wir es jetzt live auch mit Marken. Und wir fangen einmal an. Ich weiß nicht genau, welche Marken hier sind, aber ich sehe, dass die erste Marke Omega ist. Ich muss sagen, was aktuell im Markt passiert, ihr werdet das nicht so genau mitbekommen, aber Omega hatte nochmal eine Preiserhöhung reingehauen. Das heißt, aktuell kostet einfach die Omega Speedmaster knapp 1000 € im Graumarkt mehr als vor 12 Monaten. Ist geisteskrank. Also Omega ist eine Marke, die absolut für mich fast alles richtig macht. Also nur halt, die sollten die Kollektion vielleicht ein bisschen kleiner gestalten. Aber sonst würde ich sagen, eine absolut gute Uhr im unteren Preissegment. Liebe ich dieses Produkt und auch Lieferumfang absolut sensationell. Von daher, wir haben hier Air Tiger Uhr, also Air Tiger, ne, mit der Community damals Air Tiger entstanden. Das ist absolut Beste, sehr gut und Schrott. Also für mich Omega, muss ich sagen, absoluter Gewinner. Und man könnte sogar in der unteren Preiskasse von einer Datejust mit Stahllünette vielleicht auf das Speedmaster wechseln. Denn im Verhältnis zum Listenpreis kostet ein Omega Speedmaster immer noch weniger. Und das kann sich tatsächlich ändern. Ja, Grand Seiko habe ich jetzt keine Kontaktpunkte mit. Ich weiß nur noch, in einem Livestream habe ich gesehen, dass sie auch sehr teure Uhren haben. Und ich weiß, diese Anhängerschaft ist sehr, sehr groß. Es ist kein Produkt, was mich anspricht. Vielleicht ändert sich das mal, wenn ich mehr Kontakt mit der Marke habe. Wir wollten sie ja mal aufnehmen. Also Seiko, die normalen Uhren, Grand Seiko, geht so. Es geht jetzt hier nicht um die Qualität, ne? Es geht um meine subjektive Meinung und jeder weiß, dass ich keine Ahnung von Uhren habe. Von daher würde ich sagen, es ist mittelmäßig. Dann machen wir weiter mit Hublot. Wenn man sich mal anschaut, was Hublot so am Markt macht, wie innovativ die sind. Es gibt viele Leute, die mögen die Marke nicht. Ich muss aber sagen, ich finde das Design schon eine Ikone, und wenn man im Zweitmarkt eine Uhr sich leistet, dann hat man einfach eine Spaßuhr, die cool aussieht, wenn man das Design denn mag, und wenn man mal weiterschaut, so eine Murakami zum Beispiel, einfach coole Sachen. Von daher, ich würde sagen, die Leute werden mich dafür hassen. Die Leute werden mich dafür hassen, dass ich das darüber mache. Die werden mich wirklich hassen, aber what to do? Ich würde sagen, Hublot ist eine gute Uhrenmarke, ist nicht Favorit bei mir, aber einfach ich persönlich, nicht jetzt alt, ne? So. Blancpain, manchmal wünsche ich mir, ich hätte die Zeit mitbekommen, wie es damals gewesen ist. Jean-Claude Biver, als er die Firma da aufgebaut hat. Heutzutage, ja, 50 Phantoms ist vielleicht noch ein Modell, aber ich sag mal so, wir bleiben jetzt hier mal bei mittelmäßig, einfach weil der Marktanteil und der Market Share uns schwer zu verkaufen. Vacheron Constantin, Overseas ist so eine Marke, eine Modellserie, die eigentlich ganz okay performt. Vacheron könnte besser gehen. Ich setze jetzt aber tatsächlich auch nicht auf gut, weil ich bin jetzt auch nicht der Hyper-Fan. Ich finde nur die Overseas ganz cool, Packaging, aber mehr auch nicht. Dann geht's weiter mit Jaeger-LeCoultre, tiefe Verbundenheit zu der Marke. Die erste Uhr, die ich mir jemals gekauft habe, eine Reverse, und nach wie vor immer, wenn ich eine am Hand, ich setze ja darauf, dass mir irgendwer aus der Familie vielleicht mal eine schenkt mit einer Gravur hinten drauf, ne? Kleiner Hint. Nur so, falls ihr nichts wisst, was ihr mir schenken könnt. Aber es muss eine Zweizeiger sein. Ganz wichtig, diese Zweizeiger. Die gab es ja nur in nein, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Jaeger-LeCoultre finde ich, persönlich gesagt, ne? Persönlich, auch wenn wir sie nicht oft haben, ich finde die Reverse, das ist ja auch, der umfasst natürlich auch mehr. Der damals zum Beispiel hatten sie auch ganz fürchterliche Uhren. Aber es geht ja jetzt um mich persönlich, ne? Und ich darf ja alles entscheiden, so wie ich es mache. Ich würde sagen, obwohl ich gerne dann würde ich vielleicht, das kann man niemandem erzählen, ne? Guck mal, es geht um die Reverse, okay? Um die Reverse geht's. Ich mache die Reverse hier oben hin. Jaeger-LeCoultre, weil ich die selber noch haben möchte und noch keine habe. Normalerweise müsste sie vielleicht hier hin. Andere Modelle hier draußen sind vielleicht Schrott, aber was soll ich jetzt machen? Also, was soll ich jetzt machen? Das nächste, macht euch jetzt bereit, dass eine Uhr für all diejenigen, die jetzt etwas unter 1000 € suchen, ein heftiges Investment-Piece haben möchten, die vielleicht auch später einfach mal, wo ihr aus 100 €, ne, also wie so ein Shitcoin, dass ihr den einfach mal auf 10.000 € macht. Das wird garantiert hier nicht passieren. Wir haben ja einen Entwickler, nein, guck mal, keine Uhrenmarke, so von wegen jetzt
Für mich persönlich, also wenn ich eine Invicta tragen würde, wäre jetzt nicht mein Style. Wenn ihr daran Spaß habt, alles gut. Für mich persönlich, werden die Leute ausgerastet, das jetzt hier neben zu setzen. Nein, also von daher hier unten. Citizen, eine Marke, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt mit der. Ich wüsste gar nicht, was die jetzt so machen. Ich möchte die auch jetzt nicht da unten hin tun eigentlich. Also Citizen, der Abstand ist aber auch krass. Mittelmäßig und Schrott, was das für ein Sprung, ey. Das arme, also die armen Leute, ne? Also es tut mir so leid, ne? Also Citizen, ihr seid bestimmt ganz cool. Vielleicht, also, was machen die überhaupt für Uhren? Ich kenne die Uhren gar nicht. Das sind 100-Euro-Uhren. Das hat ja auch nichts mit Wert zu tun, aber, ne? Bisschen mehr? Die kostet schon ein bisschen mehr. Guck mal, ich würde euch gerne hierhin tun, aber leider ist hier oben kein Platz mehr. Also, es tut mir sehr leid. Wir müssen dann leider hier unten Platz nehmen. Breguet. Ui, Breguet. Breguet ist so eine Marke, später mal, wenn ich mal wirklich vermögend bin und reich bin, ich möchte auch eine Breguet haben. So einfach on Stock legen, ne? Aber dafür muss man schon frisch sein. Also auch ich, ne? Wir arbeiten mit dem Geld, ich kann mir nicht einfach alles auf Lager legen. So ein Breguet Tourbillon, diese, wie heißt die, 3818 oder wie die Referenz, 3515. Breguet ist cool, hat aber überhaupt keinen Marktanteil und hat viel für die Uhrenwelt getan. Super traditionelle Marke. Tatsächlich, ja, also Breguet-Uhren sind stilistisch schon sehr gut. Es geht ja auch darum, wie sie mir gefallen, ne? Wie sie mir gefallen. Ich würde sagen, Breguet-Uhren sind sehr gut. Ich mag die Uhren, sie sind sehr gut, aber kein Mensch kauft die Uhr. Okay, was soll ich sagen? Orient. Orient? Was macht denn Orient? Das sind die so quasi Lookalikes machen, so die so abgucken und dann sieht das so aus wie Pepsi, aber ist dabei dann der Orient. Ja, das mag ich jetzt natürlich nicht so sehr, ne? Da muss man, man kann auch günstige Uhren machen, aber sich selber erfinden. Die normale Seiko, wirklich, das ist jetzt kein Scherz, jetzt werdet ihr erstaunt sein. Grand Seiko, wegen der Preisklasse mache ich das hier hin, aber Seiko, ich sag nur, ich finde Seiko besser. Ich finde Seiko besser, weil in der Preisklasse, ne, bleib immer bei deinen, so was du machst. Casio, finde ich, Casio habe ich schon sehr viel Spaß mit und Casio, wenn ich im Urlaub bin und eine Casio dabei habe, zum Beispiel die Stormtrooper, können wir hier mal einblenden, das ist so meine oder die mit den Tiffany Hands, finde ich sehr gut. Also absolut, Casio ist einfach eine tolle Uhr. Das, was sie machen, finde ich, machen sie gut. Swatch, ist darunter die Omega Moon Swatch zu finden. Omega Moon Swatch ist auch darunter zu finden. Omega Moon Swatch fand ich am Anfang gar nicht gut, dann fand ich sie eigentlich ganz gut und jetzt verdienen wir Geld damit, von daher finde ich sie sehr gut. Nein, also ich würde sagen, Omega Moon Swatch und diese ganze Rubrik ist gut. So, Timex tatsächlich, ich weiß, wie die aussehen. Wäre jetzt auch nicht so meins, ich würde dann hier eine Casio nehmen. Also machen wir mittelmäßig. Victorinox. Guck mal, das ist so etwas, das ist nicht so meins, ne? Guck mal, wenn Victorinox, die machen ja Messer und so ein Kram, die machen auch Uhren, aber ich sag jetzt nicht, dass sie Schrott sind, aber ja, ich sag, dass sie Schrott sind. Dann haben wir Tudor. Tolle Fertigung und so und ich bin ein großer Fan von der Tudor. Würde ich selber eine Tudor jetzt tragen oder so? Also ich würde gerne, weißt du, was ich mir gerne machen würde, wenn irgendwer von Tudor das guckt, ich hatte es schon mal beim Konzessionär angefragt, ihr bietet eine Gravur an für Firmen, ne? Dass ihr eine Firmenuhr kreiert, ich glaube ab 25 Stück oder 30 Stück. Das würde ich gerne machen, aber da hatte damals der Konzessionär zu viel Angst, das mit meinem Namen zu machen. Von daher, das wäre so eine Family and Friends Uhr. Meldet euch gerne, falls ihr Interesse habt, ne? Ein Video und so weiter, würde es aufgeben. Werksbesuch würde ich auch gerne machen. Tudor, wenn ihr Lust habt, ne? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail. Von daher, ich würde sagen, Tudor ist sehr gut. Rolex, ja, absolut. Also Rolex hat natürlich 2/3 des Hauses hier finanziert. Also würde ich sagen, Rolex ist meins, ne? Also kauft weiterhin die Marke, egal was sie rausbringen. Die Miete zahlt sich nicht oder die Rate zahlt sich nicht von alleine, ne? Tissot, was viele nicht wissen, damals bei eBay habe ich Tissot-Uhren verkauft. Fand ich sie gut? Nein. Fand ich sie schrottmäßig, ja? Von daher kommt es hier unten hin. Das ist hier unten. Bell & Ross, hatte ich mal diese Radaruhr. Kann sie was? Nee, Schrott. Panerai. Ach, mein Herz ist wirklich so. Gerade hinter der Kamera ist jemand, dessen Vater sammelt Panerai-Uhren. Und ich muss sagen, ich kann es leider verstehen. Weil man kann darüber sagen, was man will und man kann sagen, dass Panerai auch irgendwie blöd oder Panerai hat ein ikonisches Design. Und ich persönlich habe in meiner Sammlung, ich warte darauf, dass sie vom Service kommt, eine Panerai gekauft mit Diamanten. Factory Diamonds on the Dial. Vielleicht können wir auch ein Bild einblenden, wenn du sie findest. Also von daher, ich finde Panerai gut. Ich verstehe aber, es ist blöd für einen Konsumenten, wenn man, sagen wir mal, 15.000 Euro ausgibt und dann kommt so ein Marc Gebauer um die Ecke, der bietet dann einem 7. Dann sagt man natürlich, blöd gelaufen. Von daher würde ich sagen, Panerai ist auf das, ich finde sie sehr cool. Ich finde sie wirklich cool. Das ist schwer. Entweder, ja, ich finde sie, aber die Politik finde ich echt blöd. Die Politik der Marke finde ich echt blöd. Also die Politik zieht mich runter, die Modelle mag ich. Also von daher, ich sage wirklich mittelmäßig. Und das ist schon, es ist schwer, aber es ist so, wie es ist. Bulgari, Octofissimo. Ist okay, ist eine Serie. Octofissimo macht sich ein bisschen. Ich finde sie auch in Ordnung, aber mehr als mittelmäßig gibt es dafür nicht. Maurice Lacroix, ja, das ist so, Tag Heuer. Tag Heuer, ich fand's cool, dass der Arnaud seinem Sohn das übergeben hat. Und diese Sache mit
mit dieser Super Mario. Ne? Das hätte man natürlich zum Film rausbringen sollen. Ne? Dann wäre es besser gewesen. Jeder hat sich darüber lustig gemacht. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ich finde es aber auch nicht mehr als mittelmäßig. Also mehr als mittelmäßig würde ich jetzt nicht sagen. Longines ist, wir müssen jetzt hier überkleben, weil wir keinen Platz mehr haben. Longines ist Schrott. IWC. IWC finde ich eine Marke mit unglaublichem Potenzial, aber da steht und fällt es tatsächlich mit der Führung. Ich sage jetzt nicht, dass die Führung schlecht ist und so weiter, aber man könnte viel, viel mehr draus machen. Diese Petronas war ein kleiner Erfolg, aber da muss man natürlich angreifen und die Stückzahlen deutlich runterfahren, Konzessionäre kündigen und dann nochmal durchstarten mit Exklusivität. Von daher muss man sie aktuell leider nur auf mittelmäßig setzen. Piaget, was Piaget, Mama mia. So, jetzt haben wir fast doch keinen Platz mehr hier unten. Sonst, Chopard. Chopard ist Alpine Eagle. Würde ich auch nur auf mittelmäßig setzen. Kann man mehr draus machen. Ich finde es nicht Schrott, aber mehr als mittelmäßig können wir nicht machen. Ulysse Nardin, krasse Modelle, geringe Marktpräsenz im Sinne von jetzt im Zweitmarkt, geht leider auch nur, also Schrott ist natürlich heftig, ey. Ist Ulysse Nardin Schrott? Ich habe eine Ulysse Nardin und die habe ich schon seit einem Jahr und kostet mich jeden Monat Geld, im Sinne von, dass sie da liegt und ich versuche sie loszuwerden und der Kunde, der sie mal gekauft hat, war richtig unfreundlich. Darum mussten wir ihm das wieder zurückerstatten, weil er meine Frau angeschrien hat. Wahnsinn, Story. Ist wirklich so unglaublich. Es war total crazy und von daher Ulysse Nardin muss man leider über Schrott setzen. Und Cartier macht sich, Santos hätte ich gedacht, stürzt mehr ab. Wir haben bei Cartier zum Beispiel auch Vintage-Uhren. Finde ich echt eine coole Uhr, würde ich sagen, sehr gut. Also, langsam. Doch, okay. Also Cartier, würde ich sagen, kann sich sogar nochmal dahin schießen, wenn sie sich schlau anstellen. Und das letzte ist Breitling. Breitling, andere Sache. Wird Breitling um die Ecke kommen und wird sagen, lass mal eine Kooperation starten im Sinne von, du kannst deine eigene Uhr bei uns rausbringen, würde ich das safe machen. Aber sonst muss ich sagen, ich habe eine eigene Breitling bei mir im Bestand. Ne? Es ist wirklich hart. Die Stilistik spricht mich nicht so extrem an. Man kann was draus machen. Die alten Dinger gefallen mir schon gut. Also das Fliegerstaffel und sowas, die haben schon eine Daseinsberechtigung. Gerade in der Preisklasse unter 2000 Euro. Ja, egal. Mehr als mittelmäßig können wir leider hier nicht sagen. Von daher, das wäre jetzt so die Tierlist. Und für all diejenigen, die da geblieben sind, das Einzige, was ihr machen müsst, kommentiert einfach, ob ich ein Trottel bin, ja, wenn ich das so gerankt hätte. Oder ob ihr sagt, Marc, ich verstehe dich, ja. Und dann losen wir im nächsten Video die Gewinner aus von den 3 Parfums. Wir haben also White Label, Argento, Alexandria 2 und Naxos. Also bis dahin, ciao, ciao. Vergesst bitte das Abo nicht und ein Like. Darüber würde ich mich sehr freuen.